Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptographie. Heute machen wir den Beweis für die BLS-Signaturen, die wir uns letztes Mal angeguckt hatten. Und zwar war das dieses Verfahren hier. Wir beweisen heute, dass es beweisbar sicher ist, und zwar EUF-CMA sicher im Random Oracle Modell und dazu noch diese geilen Eigenschaften von letztem Mal hat, die ich euch gezeigt habe. Das ist ziemlich geil und ja, eigentlich ziemlich genial. Und dafür noch gleichzeitig sehr, sehr schnell berechenbar. Deswegen ist es ganz cool. Da nehmen wir doch gerne mal das Random Oracle hier in Kauf. Es gibt nämlich auch keine Angriffe darauf, die irgendwie funktionieren. Deswegen, ja, also bislang ist Random Oracle deutlich besser, als einfach gar keinen Beweis zu haben. Und das haben wir bei RSA, PK, nee, halt, stopp. Das war beim DSA-Algorithmus. Da haben wir tatsächlich keinen Beweis dafür. Ja, was passiert hier? Wir kriegen von unserem Challenger die Diffie-Hellman Challenge. Das bedeutet, er gibt uns ein G hoch x und ein G hoch y und wir sollen ihm G hoch xy berechnen. Das ist die Computational Diffie-Hellman Challenge, die ihr aus meinen anderen Videos kennt, ist schon ein bisschen länger her, ich weiß, aber es ist in etwa, also es basiert auf dem D-Log-Problem. Wenn man das hier brechen kann, kann man auch D-Log brechen und das habe ich, glaube ich, auch irgendwann mal gezeigt. Okay, was wir jetzt bekommen, beziehungsweise was wir erstmal an unsere Angreifer geben müssen, ist ein Public Key. Dafür müssen wir noch ein bisschen mehr rumrechnen und wir wollen auch das Random Oracle noch so ein bisschen programmieren, denn das darf man ja machen mit dem Ding. Okay, wir raten erstmal einen Index I, raten nenne ich es jetzt einfach mal, weil wir nicht wissen, welche Nachricht dann tatsächlich auch die Nachricht M Stern ist. Das heißt, wir raten wieder, für welche Nachricht der Angreifer A einen Hashwert anfragt, einen Hashwert vom Random Oracle. Wir simulieren ihm das Random Oracle und wir raten, wo er den Hashwert anfragen möchte und aber keine Signatur möchte und dafür dann aber später für genau diese Nachricht eine Fälschung ausspucken wird. Okay, den Index müssen wir raten, geht leider nicht anders. Dann sagen wir geben an dem Angreifer A den Public Key, also PK. Und zwar, wie definieren wir unseren PK? Naja, wir haben ein G. Das G kriegen wir auch von unserem Challenger. Das habe ich jetzt hier nicht hingeschrieben. Kriegen wir aber immer mit. Wir haben ein G und wir haben das G hoch x vom Challenger bekommen. Ja, das heißt, wir definieren das einfach als Public Key. Und der Angreifer darf uns jetzt nach Nachrichten fragen. Und zwar nach Nachrichten MI. Wie immer einfach. Ach ja, richtig, ich erinnere mich. Das war ja das mit dem Umdrehen. Okay, MI. So, gut. Was machen wir mit diesen Nachrichten? Naja, wir programmieren unser Random Oracle Modell und hoffen, dass er für die IT-Nachricht nur den Hashwert möchte und keine Signatur. Für die IT-Nachricht und wir bekommen hier die J-Nachrichten von ihm. Achtung, das ist nicht derselbe Index hier. Ich muss einen anderen benutzen. So, was wir jetzt hier also machen, ist folgendes. Wir sagen, okay, das Random Oracle nennen wir jetzt einfach mal H von M J. Also, wenn J ungleich I ist, ich schreibe es gerade mal drüber, J ungleich I, dann machen wir folgendes, das Random Oracle wird programmiert, sodass es G hoch XY, naja, ZI ist. Wir ziehen uns jedes Mal einen neuen Z wie Zufallswert, passt natürlich super. Also wir ziehen uns jedes Mal einen neuen Zufallswert ZI und sagen dann, okay, das ist jetzt unser Random Oracle Output, wenn wir G hoch ZI berechnen. Wir speichern natürlich jeweils beides, also wir speichern immer alles, speichere ZI und H von MJ. So, damit wir im Prinzip einfach alles wissen. Wenn jetzt J gleich I ist, dann machen wir folgendes. Wir sagen H von MI, ist ja im Prinzip jetzt in dem Fall dasselbe wie MJ, das ist gleich das G hoch Y, das wir hier oben von unserem Challenger bekommen haben. Also tatsächlich die CDH-Challenge. Und was jetzt passiert, ist folgendes. Der Angreifer, also wir können jetzt natürlich auch einfach die Signatur berechnen, allerdings nur die Signaturen, wo ungleich I sind, weil wir hier das als G hoch Y berechnet haben. Hier können wir Sigma J ganz easy berechnen, als unser G hoch X, das wir hier haben, also aus der CDH-Challenge, G hoch X, das war falsch, G hoch X und das Ganze wiederum, weil wir ja den Wert an sich nicht kennen, G hoch X und das Ganze hoch ZI. So, und ZJ, sorry, hier muss überall ZJ hin.
Irgendwie Probleme im Index gerade. Jetzt aber. Okay, also wir haben hier die Signatur vernünftig gefälscht sozusagen. Und wenn er jetzt tatsächlich nur die Signatur, wenn er nur den Hashwert haben möchte für die IT-Nachricht, haben wir richtig geraten. Und wir können davon ausgehen, dass A nicht super poly viele Anfragen stellen kann und wird. Und deswegen ist H von MI, naja, wir raten halt mal, aber wir haben eine polynomiell, also nicht vernachlässigbare Wahrscheinlichkeit, dass wir richtig raten. Deswegen funktioniert das alles so toll. Ja, das geben wir ihm einfach zurück. Ich schreibe das jetzt nicht nochmal separat hin. Dürfte eigentlich klar sein, was wir ihm zurückgeben. Okay, was passiert jetzt? Der Angreifer gibt uns einen Wert zurück, und zwar ein gültiges M-Stern und eine gültige Signatur mit Sigma-Stern gekennzeichnet hier. Und zwar so, ich schreibe das gerade noch da hinten dran, so dass hier der Hashwert von M-Stern gleich meinem Hashwert von MI ist, also H von MI, weil ich ja richtig geraten habe. Alles andere ist, da haben wir halt verloren, aber ist vernachlässigbar. Es ist nicht vernachlässigbar, dass wir richtig raten. H von MI und das Ganze ist gleich wiederum G hoch Y. So, das bedeutet aber, dass die Nachricht, dass die Signatur Sigma Stern, dass die Signatur Sigma Stern gleich, naja, das ist ja gerade der Hashwert von der Nachricht G hoch Y und das Ganze hoch, hier ist es gar nicht dabei, und das Ganze hoch X. Also das hatten wir uns hier definiert. Das heißt, wir haben hier tatsächlich als Sigma-Stern G hoch XY stehen. Und das im Prinzip G hoch Y hoch X, aber das kommt auf selber raus wie G hoch XY. Sonst wäre es keine gültige Signatur, denn sonst wäre hier die Gleichung E von G, Sekunde. Sonst wäre die Gleichung von E von G, Sigma Stern nicht gültig, denn die muss ja gleich sein wie E von G hoch X. Das ist unser Secret Key sozusagen gewesen, oder unser, ja, quasi, X war unser Secret Key. Und G hoch Y, was der Hashwert von der Nachricht war. Das muss ja gleich sein, also muss Sigma Stern, wegen Pairing-Eigenschaften X und Y kann ich hier rausziehen. Und dann habe ich hier E von G hoch XY stehen. Und hier habe ich E von G schon stehen. Das heißt, wenn hier auch ein G steht, muss hier XY stehen. Ja, und das bedeutet, wir haben eine gültige Signatur und vor allem haben wir Sigma Stern als die Lösung unserer Diffie-Hellman-Challenge. G hoch X und G hoch Y. Das heißt, wir können hier einfach sagen, wir schicken Sigma Stern zurück und brechen das ganze Problem mit Sigma Stern. Und das heißt somit ein Angreifer A, der das kann, was wir hier gerade, oder was er gerade gemacht hat, den kann es nicht geben. Ja, ziemlich cool. Einziges Problem ist, wie gesagt, das Random Oracle mit dem Hin- und Her Programmieren hier, was wir gemacht haben. Das ist nicht so geil. Da hätten wir ganz gerne irgendwas anderes, was das kann, und das werden wir uns dann auch nächstes Mal angucken mit programmierbaren Hash-Funktionen. Das ist allerdings nicht ganz so intuitiv, wie man sich vielleicht denken würde. Und dann den Waters-Signaturen. Ja, der hat tatsächlich eine programmierbare Hash-Funktion sich gebaut, sozusagen aus einer Chameleon-Hash-Funktion, so ein bisschen zumindest. In die Richtung geht es auf jeden Fall. Wir werden sehen, was da auf uns zukommt, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da und subscribe sowieso. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.